Willkommen zur nächsten Folge über die Kernsanierung des Brandhauses von Christoph und Sophie. Erinnerst du dich noch? Die junge Familie hatte sich ein ausgebranntes Haus gekauft und will es kernsanieren. Du bist sicher gespannt, wie es weitergeht. Eine der Hauptaufgaben war es ja, den Brandgeruch loszuwerden. Und ja, der Raum hier ist tatsächlich rechts und links mit den Wänden die Geruchsquelle Nummer 1 hier. Die Decke war eine typische abgehangene Holzdecke, die mit der ganzen Hitze auch runtergefallen ist auf den Boden. Dementsprechend die Trägerdecke freigelegt und auch extrem mit Rauch beaufschlagt. Und das, wenn man es mal riecht, wenn man es fühlt, man sieht es teilweise auch, dass es noch glänzig ist, noch ölig ist. Da hängt halt genau der Ruß, der Schmutz, der Geruch drin. Und das wird jetzt noch eins der größeren Aktionen werden, da das Ganze zu reinigen und pragmatisch auch zu reinigen. Und weil es bei einer Brandschadensanierung immer auch um Schadstoffe geht, holte sich Christoph für die fachgerechte Sanierung Unterstützung von Helmut und Julia Rother, zwei Sanierungsexperten von Heinrich Schmid aus Freiburg. Der Auftrag war klar: Schadstoffanalyse, Brandgeruch beseitigen, Schadstoffe entsorgen und alle belasteten Bereiche reinigen. Auch die BIMS-Betondecke, die Türleibungen, Rollladenkästen ringsrum und eigentlich alles, wo man noch schwarze Rußablagerungen sieht, reinigen, umlaufend. Okay, dann lass uns aufbauen. Für die Reinigung haben sich Helmut und Julia für das Trockeneisstrahlen entschieden. Dabei wird die Oberfläche mit Trockeneis, das sind gefrorene Kohlendioxid-Pellets, gestrahlt. Dass dieses Verfahren nicht auf allen Untergründen funktioniert, ahnten die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Denn zunächst lief alles nach Plan. Das ist unser Strahlmaterial, CO2-Pellets. Das hat eine Temperatur von minus 73 Grad und es dampft, weil jetzt hier die Luftfeuchtigkeit kondensiert und eingefriert. Und damit wird gestrahlt und es verdampft komplett wieder in die Umluft. Wir haben keine Fremdapplikationen. Es fällt nur das runter, was abgetragen wird. Dadurch ist das eigentlich eine sehr saubere Reinigungsmethode. Aufbau von der Strahlanlage ist eigentlich ähnlich wie bei einer Sandstrahlanlage. Hier haben wir einen Kompressor mit einer Förderleistung von ungefähr 4 Kubikmeter in der Minute. Hier haben wir unsere Strahlanlage, ein ColdJet 40. Hier wird das Strahlgut eingeführt, geht durch einen Trichter in die Förderanlage, wird unter Pressluft, unter Druck nachher vor, bis hin zum Applikator und zur Düse gefördert. Hier tritt das Ganze dann als Schnee bzw. als Pellets aus und wird dann gereinigt. Ist ähnlich im Vergleich mit einer Sandstrahlanlage für die Leute, die das kennen, nur mit einem anderen Strahlgut. Bei Sicherheit muss man sagen, wir arbeiten mit reinem CO2. CO2 ist gesundheitsgefährdend bzw. giftig. Es droht immer die Gefahr der Erstickung, deshalb muss man bei solchen Baustellen ein paar Sicherheitsrichtlinien beachten. Das heißt, wir müssen für eine ausreichende Querlüftung sorgen. Das erreichen wir einerseits durch das, dass wir hier auf dieser Baustelle sämtliche Fenster öffnen können. Und wir haben im Außenbereich eine gezielte Luftführung eingerichtet durch einen Drucklüfter. Wir blasen mit einem Drucklüfter, der hier vor der Türe positioniert ist. Genügend Frischluft rein, dass wir hier in der ganzen Baustelle eine ausreichende Durchlüftung haben. Deshalb muss Julia bei diesen Arbeiten auch Schutzkleidung tragen. Jetzt sehen wir hier mal das Ergebnis nach der Trockeneisreinigung. Es sieht ganz passabel aus. Hier haben wir die Rußschicht zu 90% entfernt gekriegt, ohne den
Unterputz zu beschädigen. Das Ergebnis ist zufriedenstellend. Auch hier die Decke, Holz haben wir soweit auch abgereinigt, dass man im nächsten Arbeitsgang wieder überarbeiten kann, ohne dass man eigentlich Rückstände haben. Im Stockwerk unten drunter, sehen wir es nachher noch mal besser, haben wir natürlich ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Die Decke war durch die enorme Hitze, wie man hier schön an der Birne sieht, extrem belastet. Hier haben wir den Oberputz runtergeholt mit dem Trockeneisstrahl und haben dadurch natürlich ein tiptop Reinigungsergebnis, so wie wir das uns eigentlich immer vorgestellt haben. Also alles in Ordnung? Nein, leider nicht. Denn wie so oft auf der Baustelle tauchen unvorhergesehene Probleme auf. Dann sind Teamgeist und Flexibilität gefragt. Lach dich aus, also du kriegst sauber, aber nicht. Nein, das ist nur für Eis, da war ich schon. Okay. Lach dich aus, hab ich mal. Da war es, da. Du kriegst, okay, die Bettungssteine sind von sich aus recht dunkel. Und hier haben wir natürlich einen Problemfall. Hier haben wir an mehreren Stellen versucht, mit dem Trockeneis zu reinigen. Aber hier hat sich aufgrund von der großen, enormen Hitze und von den verbrannten Kunststoffen eine Schicht abgelagert und durch die Offenporigkeit von diesem Bimsbeton ist sie natürlich auch in die Oberfläche eingedrungen, so dass wir mit dem Trockeneis reinigen am Ende unseres Lateins sind. Aber wir haben natürlich einen Plan B im Sack, sonst könnte man das nicht anbieten. Wir werden das jetzt in einem weiteren Arbeitsgang Feuchtsandstrahlen und ca. 1,5 mm von der Oberfläche abtragen und danach ist auch dieses Ergebnis einwandfrei. Und tatsächlich, was Helmut verspricht, hält er. Auch wenn der Aufwand beim Sandstrahlen deutlich höher ist. Denn zunächst muss der Arbeitsbereich mit Staubschutzwänden dicht gemacht werden. Auch die persönliche Schutzausrüstung ist noch aufwendiger. Julia trägt einen Sandstrahlhelm mit externer Atemluftversorgung. Beim Arbeitsschutz gibt es keine Kompromisse. Wird es Julia gelingen, die verrußte Bimsbetondecke durch Sandstrahlen zu reinigen? Jetzt aber raus! Und ja, sie hat es geschafft. Links die gereinigte Decke. Was für ein Unterschied! Ihr seht es schon, es ist heller geworden. Auch hier, wo wir richtig viel Ruß an der Decke hatten, ist einiges passiert, zusammen mit unserem Brandschadensanierer. Und der Geruch ist wirklich komplett verschwunden. Wir haben die Decke hier mit Trockeneis angefangen zu strahlen, war noch nicht ganz das Richtige. Wir mussten zu abrasiveren Sachen greifen, aber unser Brandschadensanierer hat es geschafft und jetzt ist es wirklich so, wie wir es brauchen können und worauf wir super aufbauen können. Helmut und Julia haben gezeigt, dass mit Fachwissen, Flexibilität und der richtigen Ausrüstung auch die schwierigsten Herausforderungen gemeistert werden können. Warum das Können der beiden später noch einmal gefragt war, erfahrt ihr im nächsten Video. Um diese spannende Fortsetzung nicht zu verpassen, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Video.